Ich möchte eine ganz einfache Schnitzübung machen und zwar mit ganz einfachen Grundformen und dafür dient der Pilz. Ich tue das mal hier als stilisierten Zylinder mir vereinfachen, wo ich mal hin möchte von der Grundform her. Und daneben kommt jetzt noch ein größerer Zylinder und die überschneiden sich hier ein wenig. Die müssen das auch, dass sie dann schön zueinander stehen. So, und hier unten ist der größere Baumstumpf. Mal so ein bisschen in der dreidimensionalen Ansicht. Genau, und das muss ich mir jetzt erst einmal vorstellen. Und das hilft oftmals mit so einer Zeichnung. Wenn man aber auch weiß, wo man hin will, muss man jetzt nicht unbedingt eine Zeichnung oder irgendwas machen. Dann kann man natürlich auch gleich anfangen. Was ersichtlich ist, ich muss hier natürlich diese Fläche sägen, ja, dass ich hier mit der Säge einiges runterarbeiten muss, dass hier dieser Absatz raus muss und dass ich dann später werde entsprechend hier diese Kappen natürlich rausschnitzen müssen, dass die schön rund werden und dass hier der bauchige Stiel entsteht, dass das wie so zwei kleine Steinpilze werden. Das wird jetzt so ein bisschen die Schwierigkeit, diese Individualform da rauszubekommen, aber das kriege ich eben nur hin, wenn ich mir erst einmal hier diese grundlegenden Formen wirklich verdeutliche, wie die werden müssen. Und wenn ich das jetzt nochmal weiter vereinfache, von oben auf der Draufsicht habe ich hier den kleinen Pilz und hier natürlich den größeren Pilz und hier den Baumstamm. Ja. Wenn ich jetzt hier merke, ich habe irgendwie schlechtes Holz, kann ich natürlich auch sagen, ich gehe noch weiter nach vorne mit den Pilzen oder umgekehrt oder mehr zur Seite, ja, je nachdem, wo das hin soll. Die sollten in dem Fall nicht zu groß werden, deshalb säge ich hier einiges weg vom Baumstamm. Das war halt einfach so, dass der so ist. Und der hat auch schon ein bisschen Fehler, also das war jetzt nicht der beste Stamm und auch Fichte. Aber es lässt sich alles machen und für die Verdeutlichung der Schnitzübung ist es auch ein sehr gutes Anschauungsobjekt. So, das merke ich jetzt also schon mal, dass das, wenn ich das jetzt hier verbinde, dass da wie so zwei Flächen entstehen, damit kann ich das zusammenfassen. Und hier säge ich einmal runter und hier entsteht wie so eine Phase schon mal und auch hier. Das brauche ich halt fürs Aussägen. Ja. Das kann ich mit Straßenkreide aufmalen entsprechend oder auch mit dem Zirkel, wenn es irgendwie noch genauer werden soll und säge das halt einfach runter. Und wenn ich jetzt nochmal von vorne eine Ansicht male, ganz schemenhaft nur, dann kann ich auch mir daran verdeutlichen, wie ich dann ungefähr sägen werde. Ich hatte ja gesagt bei meiner Figur, dass man das erstmal so abfasst. Das macht auch absolut Sinn. Ja, das symbolisiert jetzt hier mal die Kappen und die tue ich halt auch so vorbereiten, dass ich hier so kleine Phasen ransäge, wo mal die Rundungen entstehen sollen. Damit kann man sich vieles vereinfachen, weil wenn ich jetzt hergehe, ich tue es mal mit Rot jetzt markieren und hier wieder die Phase breche entsprechend und hier, ja, und vielleicht da noch ein bisschen reingehe, nicht hier noch weiter reingehe und das hier breche entsprechend, dann wird das ja allmählich rundlich. Ja? Da möchte ich ja hin, dass es dann mal schön rundlich wird. Breche hier die Phase entsprechend und da und hier gehe ich noch rein und da breche ich die Kanten. Dann wird es natürlich allmählich die gewünschte Form ergeben. Ja? Einfach durch diese grundlegenden Schnitte, dass ich erstmal hier die ganze Fläche wegsägen kann. Da kann ich ja wunderbar mit der Kettensäge arbeiten. Ob ich jetzt eine Benzin-, eine Elektrosäge nehme, ist völlig egal. Ich habe die Elektrosäge. Und auch an den Sockel muss ich halt schön mitdenken, dass der ein bisschen gespannt ist, sagt man. Dass hier das Wasser ablaufen kann. Das habe ich versucht so ein bisschen hinzukriegen. Und dann, wenn ich das ausgesägt habe, ob ich es nur mit einem Schnitzmesser oder mit einem Schnitzeisen mache, ich schnitze auf jeden Fall zum Schluss, weil der geschnitzte Schnitt hat immer noch mehr Glanz und ist mehr wasserabweisend, als wie wenn ich schleifen würde. Okay, das sind die grundlegenden Überlegungen und das versuche ich jetzt durchzugehen am Objekt im Holz und verbinde auch so ein bisschen diese Schritte des Abphasens und des grundlegenden ringsherum Aussägens miteinander und werde das noch weiter erklären. So, ich habe hier eine Elektrosäge, weil das ist jetzt privat bei jemandem zu Hause. Bei dem Schnitzschwert war die Kette nicht mehr ideal scharf. Das ist der Nachteil, wenn man bei Nachbarn ist. Auf jeden Fall mache ich das jetzt wie bei der Zeichnung, dass ich jetzt von oben nach unten runtersäge und den Absatz habe ich sofort am Anfang gemacht. Und ich fange aber auch so ein bisschen schon an, das abzuphasen,
weil ich eine genaue Vorstellung habe, wo ich hin will, ja. Ob ich das jetzt miteinander verbinde oder alles nach und nach gehe, das bleibt am Ende euch überlassen. Manchmal hilft mir das, um besser zu sehen, wie das mal werden soll, wenn ich schon ja gewisse Schritte vorab gehe, als wo sie eigentlich kommen. Eigentlich kommt jetzt zuerst dieser Schnitt, ja, jetzt von oben nach unten. Und ich muss halt so ein bisschen verkrampft mich hier hinbeugen, weil das ganz unten ist und in so einer Ecke, wo auch dieses Ding steht. Das ist so ein Gitter, woran irgendwelche Himbeeren wachsen sollen. Und das behindert mich ein bisschen hier richtig gut stehen zu können. Genau, ich säge also von oben nach unten. Man sieht, das Holz ist hier nicht mehr ganz ideal. Deshalb ist es auch gut, dass außen einiges wegfällt. Und ich habe schon versucht, das so gut wie es geht da reinzusetzen. Das ist jetzt praktisch diese Phase hinten beim Pilz, wo der größere Zylinder steht. Da mache ich jetzt wie so eine Phase ran. Aber die verbinde ich jetzt auch schon gleich, dass ich den geraden Schnitt schon wieder beginne abzurunden. Weil das muss sowieso weg und ich weiß, dass es so werden soll. Also wenn man sich da sicher ist, kann man natürlich das alles schon machen. Und von oben nach unten wieder hier ein großes Stück abgesägt. Das war diese eine große Hauptfläche, was ich aufgezeichnet hatte auf dem Papier. Jetzt phase ich wieder ab. Man sieht sehr schön, in welchem Winkel ich das jetzt gehalten habe, das Schwert. Ja. Das ist praktisch im 45-Grad-Winkel, kann man sagen. Und man darf natürlich nicht zu viel absägen. Wenn man zu viel abfasst, dann beeinträchtigt das wieder die Rundung. Ja, dann muss ich wieder das Rausarbeiten korrigieren. Auch hier sieht man jetzt eigentlich relativ gut, das war so fast 45 Grad Winkel und jetzt merke ich muss auch noch ein bisschen tiefer mit meinem Absatz und fange aber gleich allmählich an, diese Kappe mit rund zu schnitzen. Wenn man so ein Formgefühl dann allmählich hat, kann man natürlich das ganz zügig ineinander überlaufen lassen. Ja. Man sieht jetzt eigentlich, wie es ineinander alles verschwimmt, die Arbeitsschritte. Ja. Ich kann das alles miteinander kombinieren. Und hier musste ich nochmal so einen Hilfsschnitt machen, weil da irgendwie ich nicht richtig rangekommen bin. Man hätte das natürlich auch mit zwei Schnitten wegsägen können. Einmal von oben und einmal von der Seite. Aber das fällt jetzt allmählich weg. Genau. Ich bin noch bei den Hauptflächen. Vorne und hinten diese beiden großen Flächen. Dementsprechenden Abphasen der Kappen. Man kann das natürlich auch in klein machen mit dem Schnitzmesser oder mit einem geraden Balleisen. Wenn man jetzt ein Stück Holz in der Hobelbank eingespannt hat, kann man das auch mit dem Balleisen machen, was ich jetzt hier mit der Kettensäge mache. Das ist eigentlich mehr so eine Übung, ja. Ob man das jetzt schnitzt oder sägt, das ist dann eurer Vorliebe überlassen. Sägen ist natürlich insofern schön, dass das sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten bietet und ihr damit ganz viel machen könnt. Ja, das Aussägen von oben nach unten hier entsprechend. Und dadurch, dass ich das Schwert also so von oben runter so ein bisschen schräg halte, tue ich auch nicht immer nur ins Hirnholz sägen, sondern auch noch so ein bisschen, ja, so halb übers Längsholz. Dadurch arbeitet die Säge eigentlich relativ gut. Und das Holz ist zum Glück auch nicht zu hart. Also das kommt mir alles entgegen hier. Und man sieht, man kann dann auch dieses Abgefaste schön mit dem Schwert einfach so in die Rundung reingehen, dass man über die Rundung das so allmählich rüber biegt. Das stört jetzt, das muss auch noch weg. Ja, das ist wie wenn ich mit dem Schnitzmesser einen flüssigen Schnitt über die Rundung rüber mache. Nicht einfach nur einen geraden, sondern so ein bisschen in die Rundung gleich mit reingehen. Das geht eigentlich wunderbar mit der Kettensäge. Wenn man sich mal ein bisschen eingearbeitet hat, kann man das also auch verbinden, ja, dieses Abphasen, dass man gleich versucht, in die Rundung reinzugehen. Aber man sieht auch, gerade bei der großen Kappe, die ist noch nicht richtig rund. Also lieber etwas nochmal nachschnitzen, als dass man mit dem Abphasen gleich zu viel wegnimmt. Weil wenn ich zu viel wegnehme, kann das halt sehr holzschnittartig aussehen, dass es zu grob ist und nicht die gewünschte Form abliefert. Ja, der Sockel, den musste ich noch tiefer machen, weil ich gemerkt habe, dass ich sonst die Stiele der Pilze, dass die sonst zu kurz und gedrungen werden. Und das öffnet mir auch die Möglichkeit, das noch ein wenig mehr ballig zu sägen, dass der ganze Sockel so ganz leicht gespannt ist. Ich hoffe, ich habe das halbwegs hinbekommen. Irgendwo entsteht meistens ein kleiner Absatz durch das Reinsägen von oben.
wo sich Wasser sammelt und so, der darf halt nicht zu schnell verfaulen, ja. Und das Problem ist, dass der ja fest da verwachsen ist. Der kriegt dann also von unten auch noch Wasser und das Ding kann also relativ zügig verfaulen. Hier nehme ich jetzt so ein Schnitzschwert. Man kann natürlich auch mit der anderen Säge weiterarbeiten, aber ich komme damit in dem Fall hier ganz schlecht ran. Die war nicht mehr optimal scharf, deshalb tue ich so ein bisschen hin und her bewegen, dass sie noch etwas besser sägt. Jedenfalls bilde ich mir das ein. Hat dann auch geklappt. Und da schneide ich halt die Kappe ein. Man sieht da noch den gelben Strich beim kleinen Pilz. Also erst die Grundform raussägen, ringsherum aussägen, abphasen und dann den Absatz mit der Kappe machen. Das wäre jetzt übertragen auf eine Figur. Jetzt würde ich halt den Absatz der Hand vom Ärmel machen zum Beispiel. Das wäre jetzt ungefähr der vergleichbare Arbeitsschritt. Ich kann auch hier so ein bisschen quer arbeiten, wie so raspeln mit der Säge, wo ich halt einfach nicht den idealen Ansatzpunkt finde, weil da dieser Balken, den man im Video sieht, dort im Weg ist, dieser Ständer, wo der Draht dran ist. Deshalb arbeite ich auch manchmal ein bisschen quer, aber idealerweise ist natürlich immer mit der Faser zu arbeiten, wie genau beim Schnitzen auch, dass immer wenn ich in die Faserrichtung arbeite, sägt die Säge natürlich auch besser und hier halt auch mal quer, wo ich nicht so gut rankomme. Aber man merkt sofort, wenn ich von oben nach unten wieder säge und hier entsprechend mit der Faser gehe, geht es schon viel besser. Das Schnittschwert ist natürlich rückschlagsarm, man kann damit viel sanfter an so kleine Eckbereiche und Details rangehen. Also das schmale Schwert ist da sehr gut geeignet. Das ist eigentlich unverzichtbar, wenn man das jetzt mit der Kettensäge vorhat, braucht man auch sowas. Ja, und hier tue ich im Grunde genommen auch wieder also den Prozess wie beim Zeichnen vorgestellt machen, dass ich praktisch in diese Ecken reingehe, wie eine Phase setze, aber im gleichen Atemzug eigentlich das dann beginne rund zu schnitzen, ja, weil das ja so eine einfache Form ist und ich genau weiß, was ich da machen möchte, dass ich das alles miteinander verbinden kann. Das ist dann sozusagen die Anwendung in der Praxis. Und jetzt überschnitze ich das. Ich nehme hier für ein schräges Balleisen, das ist so ein beidseitig geschliffenes, sieht man jetzt hier kurz, ungefähr so 4 oder 4,5 Zentimeter breit. Und das hat den Vorteil, dass es in diesem Nadelholz, was ja sehr weich ist, durch diese Schräge wie so einen ziehenden Schnitt hat und dadurch die Schnittleistung sich verbessert und ich außerdem manchmal besser ansetzen kann durch diese Schräge. Und ja, da versuche ich jetzt eben noch so ein paar Buckligkeiten wegzuarbeiten, aber man soll ja auch sehen, dass das noch geschnitzt ist, also 100% kriege ich jetzt nicht alle Kanten und so weg, aber dennoch versuche ich eben so gut, wie ich es jetzt sehe und in der kurzen Zeit, die ich zur Verfügung hatte, das noch wegzuschnitzen, was eben nicht so richtig rund ist, aber das ist ja auch ein organisches Objekt, ein Pilz. Ich darf da natürlich Schnittkanten sehen. Man sieht jetzt hier, da muss ich halt noch ein bisschen diese Kanten wegarbeiten, das ist noch ein bisschen zu eckig, dass das einfach mehr in die Rundung reinkommt. 100% ist es nicht ganz rund geworden, aber so das meiste ist, denke ich, ganz gut gelungen und das ist auch ein sehr schönes Werkzeug, um so ein bisschen auszuarbeiten. Das merkt man auch bei größeren Figuren, da lassen sich solche Eisen eigentlich sehr schön ansetzen und vor allem an plastischen Objekten, weil man nie darüber nachdenken muss, wie man es ansetzt durch den beidseitigen Schliff und lassen sich auch sehr einfach nachschärfen. Dem Gummihammer ist insofern ja sehr angenehm, dass es halt keinen Rückschlag gibt und die Nachbarn nicht belästigt, der da gleich gegenüber war mit seinem Gartenteich. Ja, und jetzt tue ich das noch farblich absetzen mit so einer Beize. Ich sollte das nur mit so Naturfarben machen und ich hatte keinen größeren Pinsel in diesem Moment. Und das habe ich dann noch schnell geföhnt, dass es richtig trocken war. Das Holz war in sich noch ein bisschen feucht und durch die Beize auch. Habe das nochmal geföhnt und dann nochmal geölt. Aber man sieht auch, der Sockel ist leicht ballig geschnitzt, also alles wie gedacht habe ich es dann auch umgesetzt. Die sind leicht überschnitten, dadurch stehen sie halt wirklich aneinander, sind wie ein bisschen verwachsen und das ist jetzt meine Empfehlung, so ranzugehen.